Hallo meine Lieben, heute in der Halloween-Woche habe ich eine Idee für einen speziellen Kissenbezug für euch. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, es wird ein Kissenbezug, ein ganz einfacher. Ich habe den schon genäht, aber ich werde euch kurz sagen, wie ich es gemacht habe. Aber die Idee hinter dem Ganzen war, es geht ja um Halloween. Und naja, ihr kennt es vielleicht so als Kind, ne, wenn man einen Horrorfilm geguckt hat und wusste, jetzt passiert gleich irgendetwas Schreckliches, dann hat man sich ein Kissen geschnappt und hat sich das vor das Gesicht gehalten. Manche machen das heute immer noch, auch als Erwachsene. Und ich fand es so als zum Beispiel als kleines Geschenk für Halloween, für die Nachbarn und für die Kinder, was auch immer, so ein Kissen zu machen und natürlich mit einem Halloween-Motiv drauf. Und zwar diesem hier. Ist der nicht cool? Wie ich das ist eine Flexfolie, die ich da drauf gebracht habe. Ich sage euch dann kurz noch ein bisschen was dazu, wie ich die gemacht habe, weil das Motiv habe ich selber zusammengestellt. Und ja, ohne hier noch lang zu werden, würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt gleich an. Um dieses Kissen zu machen oder zu beschmücken, habe ich schon mal Flexfolie ausgeplottet. Das muss ich noch entgittern, dazu brauche ich das Entgitterungstool. Ich werde Snap-Paps anbringen, da brauche ich die Snap-Paps selber, die beiden Aufsätze für die Primzange und die Primzange selber. Dann noch ein Picking-Tool, um die Löcher zu machen. Eine Schere habe ich immer auf dem Tisch und ich werde das Ganze dann mit der Cricut Heatpress aufbringen. Vielleicht zum Kissen selber noch. Ihr könnt so ein Kissen natürlich kaufen. Ich habe mir gedacht, weil es ist ja mehr so ein Gag, ne, und es ist auch nicht ein Bezug, den man dann wirklich das ganze Jahr drauf hat, sondern er ist wirklich für Halloween gedacht. Ich habe einen Stoff zurechtgeschnitten und zwar sind es in der Breite 46 cm und in der Länge 97 cm. Und dann habe ich die Oberkante und die Unterkante einfach schön umgenäht mit zweimal umlegen je 1 cm und das kurz abgenäht. Dann habe ich das von innen einfach quasi als Viereck hingelegt und ringsherum zusammengenäht, dass ich hier diese Überlappung schon so aufeinander gelegt, dass ich hier eine Überlappung habe und das ringsum abgenäht und dann habe ich es wieder nach außen gewendet und das Ganze dann von außen auch noch einmal ringsherum abgenäht. Also wirklich komplett simpel gemacht. Und damit es dann auf dem Kissen auch ein bisschen besser hält, werde ich hier noch eben 2 Color Snap Druckknöpfe anbringen. Bevor ich das aber mache, will ich zuerst das Motiv aufbringen. Und damit ich das machen kann, werde ich das kurz entgittern. Zum Motiv selber sage ich euch nachher noch was. Ich mache es zum Entgittern so jeweils, dass ich mir effektiv das Bild nebendran lege, damit ich wirklich sehe, was ich hier wegnehmen muss und was drauf bleiben kann. Vom Motiv her, natürlich, wenn ihr Flexfolie ausplottet, müsst ihr das Ganze spiegeln vor dem Ausplotten. Ich habe ganz ehrlich gesagt wirklich ein simples Motiv gemacht. Dieser Junge hier, das war einfach ein Silhouettenbild, was ich gefunden habe. Und dann habe ich diesen Bu-Schriftzug dazugefügt und bei dem Outlines dazu gegeben und die Outlines von der Silhouette des Jungen ausgeschnitten wieder. Und so kriegt ihr dann eben dieses Bild hin.
Was ich jeweils mache, bevor ich etwas auftrage, ist mit dem Roller hier wirklich zu gucken, dass da keine Fäden mehr drauf sind, weil die will ich ja dann nicht mit einarbeiten. Und dann geht es natürlich darum zu gucken, wo es unten hier ist. Das wird also hier wo die Überlappung, ich habe die extra nach unten gesetzt, als ich das zusammengenäht habe. Das heißt, ich will, dass das Motiv hier so drauf kommt. Jetzt habe ich meine Heatmatte und da gebe ich das Motiv so drauf, dass das Platz hat. Und gucke, dass das natürlich schön mittig und gerade ist, respektive ich muss zuerst kurz das aufwärmen. Ich habe die Cricut schon auf 150 Grad eingestellt und auf 30 Sekunden und da gehe ich jetzt kurz drauf, 5 Sekunden, um das da einfach zu gucken, dass das schön ohne Falten ist. So, jetzt kann ich mit dem Motiv drauf, das eben schön mittig und gerade. Und dann können wir da auch schon die 30 Sekunden drauf. Die Cricut ist also die Größe, die ich habe, die reicht jetzt nicht, um alles abzudecken und deshalb gehe ich hier jetzt einfach in mehreren Stufen drüber. Da müssen wir das Ganze umdrehen. Und dann von der Rückseite jeweils 5 Sekunden. Dann drehe ich das Ganze wieder und gucke, ob sich die Folie gut ablösen lässt. Und ich merke, das hat so noch nicht funktioniert. Wenn ich hier das anhebe, kommt so ein bisschen der Fuß mit. Das heißt, hier unten ist noch nicht gut. Oben scheint es gut zu sein. Das heißt, ich gebe hier unten einfach noch mal ein bisschen Hitze drauf. Ich habe immer noch Stellen, wo ich sehe, dass das noch nicht so richtig halten will. Von dem her, und das hängt manchmal auch mit dem Stoff zusammen, den man verwendet. Von dem her mache ich das noch so, dass ich konnte die Folie ablösen, aber trotzdem, es hilft manchmal auch, wenn man dann ohne die Folie nochmal drüber geht. Das darf man natürlich nicht direkt auf das Motiv mit der Hitze drauf gehen und deshalb nehme ich hier jeweils Backpapier und gehe so nochmal drüber. So, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Ist doch ein cooles Motiv. Und jetzt können wir noch die Collar Snaps anbringen. Ich habe mir hier einfach 2 Punkte markiert, und wo ich die anbringen will. Und da mache ich es jetzt so, dass ich effektiv einfach versuche durchzustoßen, aber nicht durch alle Stoffe durch, sondern mal durch den ersten. Dann nehme ich hier nochmal meinen Schreiber und versuche da eine Markierung innen drin zu machen, damit ich weiß, wo innen der Knopf rein muss. Das
Das hat zumindest hier schon mal funktioniert. Jetzt habe ich hier im Oberstoff ein Loch, in diesem Unterstoff ein Loch, aber vorne nicht. Und jetzt müssen wir die Elemente auf die Zange aufbringen, das heißt dieses Plastikseil mit dem weichen Plastik und diesem weißen. Und dann brauchen wir 4 Elemente pro Knopf natürlich. Das sind 2 von diesen Tellern pro Knopf natürlich. Dann eins, das so quasi einen Tunnel hat und eins, was eher so rundlich ist. Also rundlich gewölbt, sagen wir es mal so. Und da kommen jetzt jeweils eben 2 davon miteinander drauf. Ich mache zuerst den oberen. Das heißt, hier kommt der Runde von oben rein, durch dieses Loch hindurch. Könnt ihr den Stoff so ein bisschen zurückschieben. Und dann kommt hier dieses Teil drauf, und zwar der flache Teil kommt so drauf. Das heißt, dass ich hier den Tunnel sehe. Und jetzt kommt das weiße Teil kommt immer auf das Teller. Und das andere Teil hier von der Seite drauf. Ich mag es zusammendrücken. Und dann hält der wunderbar. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und dann muss von innen auch der runde Teller, der kommt von quasi innen hoch. Und da drauf kommt jetzt, ihr seht, auf der einen Seite hat es solche Einbuchtungen. Das ist die Seite, die auf den Knopf drauf kommt, und von außen sieht man nur diese Wölbung. Auch hier wieder, das weiße Element kommt auf den Teller drauf und das andere von oben drauf. Et voilà, sitzt. Dasselbe auf der anderen Seite. Und jetzt kann man hier wunderbar ein Kissen reinmachen, das man eh schon hat oder das dann ohne diese Hülle auch hübsch ist, oder wo man dann, wenn nicht Halloween ist, eine andere Hülle drum machen kann. Kann das hier so reinmachen, da gibt es eine kleine Überlappung, dann kann man die Druckknöpfe zumachen und hat so einen lustigen Kissenbezug für Halloween und für die Horror-Movie-Nacht, um sich das vor die Augen zu halten. Und das war auch schon alles für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!